Herzlich willkommen zur ersten Folge von Plague Inc. Ich habe das Spiel früher durchaus viel auf dem Smartphone gespielt. Das hier ist die Steam-Version, die spiele ich jetzt zum ersten Mal. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein. Bakterie, ihr seht, hier ist noch nichts freigeschaltet, weil wie gesagt, die spiele ich zum ersten Mal. Und wir spielen einfach für den Anfang auf normal. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Und wir nennen unsere Seuche Kreativität. Also Kreativität ist schon ziemlich schlimm. Damit versuchen wir jetzt mal die Menschheit auszurotten. Wo starten wir denn mal? Das ist jetzt natürlich so die Frage. Und ich würde sagen, starten wir doch einfach mal in Deutschland. Warum nicht? Perfekt. So, jetzt müssen wir erstmal ein wenig warten, bis wir genug Punkte haben, um unsere Krankheit entwickeln zu können. So, wir haben jetzt schon ordentlich Punkte, dann entwickeln wir doch mal die Übertragung. Ich würde sagen, Luft ist für den Anfang ganz gut. Oh, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Die Arznei hemmt die Infektion. Das heißt, wir müssen dann demnächst hier Arzneimittelresistenz entwickeln. Da haben wir aber aktuell nicht genug Punkte für. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir genug Punkte dafür haben. Kreativität beginnt sich auszubreiten. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Aber da wir heute auf der Seite der Krankheit sind, wollen wir das schon. Ich finde auch immer die News hier oben ganz interessant. Lama sammeln ist der letzte Schrei. Aha! So, wir haben wieder ein paar Punkte. Dann entwickeln wir mal Arzneimittelresistenz. Dann sollte das Ganze etwas schneller gehen. Und da kriegen wir auch schon wieder neue Punkte. Wir spulen mal ein bisschen vor. Kann, glaube ich, nicht schaden. Jetzt kriegen wir schon ordentlich Punkte. Wir entwickeln mal Wasser. Dann gibt uns das auch einen Vorteil auf den Booten und vor allem bei Grönland ist das wichtig, weil Grönland ist immer das letzte Land, das infiziert wird. Immer, egal. Außer man startet in Grönland, logischerweise. Entschuldige mal, habe ich das gerade richtig gelesen? Haarausfall durch Reiten auf unsichtbaren Pferden. So, wir haben wieder ein paar Punkte. Wir entwickeln mal Viehbestand, damit wir uns auch in ländlichen Gebieten ein bisschen weiter ausbreiten. Kreativität. Das ist vielleicht ein bisschen zu passend zur aktuellen Situation. Ich sage dazu jetzt mal nichts. Oh, Zystensymptom mutiert. Das wollen wir natürlich nicht. Das Schöne bei der Bakterie ist, wenn man Symptome zurückentwickelt, bekommt man Punkte zurück. Und der Vorteil, wenn man keine Symptome hat, ist, die Krankheit kann nicht entdeckt werden und das heißt, die Welt hat keine Chance, die zu heilen. Sehr gut, wir infizieren jetzt langsam mehr Länder. Wir sind in Island, wir sind in Großbritannien. Oh, wir sind jetzt schon auf anderen Kontinenten. Jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Wir haben wieder einige Punkte. Wir gehen mal noch auf Nagetier oder doch lieber sowas wie Luft 2. Ich glaube, Luft 2 ist besser. Wir haben jetzt übrigens schon 2020 geschafft. Wir sind ansteckender als Tuberkulose. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Gucken wir doch mal, was so in den Nachrichten. Pinguin im Zoo plötzlich in Flammen aufgegangen. Na, das ist natürlich überraschend. Also ich glaube nicht, dass ein Pinguin einfach so in Flammen aufgeht, um ehrlich zu sein. Fest der Liebe in Norwegen. Norwegen feiert das Fest der Liebe. Fans begrüßen den Ersatz für den Internationalen Tag des Küssens. Kritiker stellen Hygienestandards in Frage. Das ist natürlich gut für uns. Solche Veranstaltungen solltet ihr im Übrigen im Moment vielleicht lieber meiden. Die Hilfsorganisation warnt davor, Ballon... Ist Ballone eine korrekte Mehrzahl von Ballon? Ist das nicht Ballons? So langsam können wir auch mal wieder schnell vorspulen. Aha, jetzt breiten wir uns schon Richtung Süden aus, aber es fällt auf, Grönland ist immer noch nicht infiziert. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Ausschlag wollen wir nicht. Schnell zurückentwickeln.
Wir infizieren immer mehr Länder. Das ist natürlich sehr gut. Gucken wir doch mal, welche Länder haben wir denn schon so infiziert? Ja, wir sehen Europa fast komplett. Schweden fehlt aus irgendeinem Grund noch. Nach Osten haben wir uns auch schon relativ gut ausgebreitet. Aha. Oh, jetzt geht's so langsam los. Leute sind jetzt wahrscheinlich durch Stürme in Peru gestorben. 80 Leute. Das ist gut für uns. Ich meine, 80 Leute fallen jetzt nicht so wirklich ins Gewicht, wenn man die ganze Menschheit auslöschen will. Aber es ist ein Anfang. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Meine Güte, geht ab! Jetzt haben wir schon fast komplett Asien infiziert. Nordamerika ist komplett infiziert. Eigentlich fehlt nur noch Afrika, ist noch recht gesund. Und natürlich Grönland. Ich meine, ich habe nichts anderes erwartet. Aha, wir haben Grönland. Okay. Ich glaube, Südamerika haben wir fast, ja. Wir haben nur noch ein paar wenige Länder, die nicht... Schweres Erdbeben in Schweden. Oh. Ich glaube, was ich mal eben noch mache, ich entwickle mal noch Hitzeresistenz. Weil wir haben halt natürlich in einem eher nördlichen Land begonnen. Und deshalb vermute ich mal, hat unser Virus auch, unsere Bakterie, Entschuldigung, so Schwierigkeiten in Afrika. Und das wollen wir nicht. Jetzt sollten wir Afrika ein wenig schneller infizieren. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Wir haben jetzt schon über 100 Punkte. Ich bin reich! Und wir brauchen jetzt auch keine wirkliche Übertragung mehr entwickeln, weil hier, man sieht ja, es läuft sehr gut. Das heißt, wir können uns die Punkte sparen, um die Krankheit gleich richtig tödlich zu machen, wenn jeder einzelne Mensch auf der Welt infiziert ist. Nicht mehr viel. Das wollen wir nicht. Zurückentwickeln. Marokko. Marokko ist als einziges Land noch gesund. Das ist natürlich nicht so schön. Diesmal tatsächlich nicht Grönland. Wir haben jetzt schon über 6 Milliarden Menschen infiziert. Da haben wir Marokko. Damit haben wir alle Länder. Und jetzt müssen wir nur noch schaffen, diese Länder auch zu infizieren. Ich glaube, damit das ein bisschen schneller geht, entwickle ich mal jetzt noch Insekten oder vielleicht Blut. Ich glaube, Insekten entwickle ich mal noch. Rätsel bei den Olympischen Spielen in Rio. Die Entscheidung um die Verschiebung der Olympischen Spiele in Rio bleibt ein Rätsel. Organisatoren versprechen, dass es bald soweit sei. Bisher wurde aber kein Grund für die Veränderung genannt. Haben Sie da eventuell meine Krankheit entdeckt? Aber keinem davon gesagt. Die Olympischen Spiele 2020 sind ja jetzt verschoben worden, aber wir haben schon 2022. Da ist wieder ein Symptom mutiert, das wollen wir nicht zurückentwickeln. Und so langsam wird auch Afrika infiziert. Es fehlt nicht mehr viel. Wir sehen, der Balken ist fast voll. Und dann haben wir jeden einzelnen Menschen auf der Welt infiziert. Neues Hilfsprogramm für arme Länder. Die Vereinten Nationen haben eine neue Initiative für arme Länder gestartet. Dadurch sind diese weniger anfällig gegenüber Krankheiten. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät. Botswana und Angola sind tatsächlich relativ wenig. Hör auf, Anämie zu mutieren. Hör auf damit. Zimbabwe, wir sind jetzt alle infiziert. Botswana sieht relativ großflächig aus, aber tatsächlich gerade mal knapp die Hälfte. Aber das wird auch so langsam. Angola gestaltet sich aus irgendeinem Grund relativ schwierig. Ich meine, wir haben relativ lange gebraucht, um Marokko zu infizieren, aber jetzt sind alle in Marokko infiziert. Aber gleich haben wir auch da alle infiziert und dann ist niemand mehr gesund. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir alle Menschen infiziert. Perfekt. Jetzt gehen wir runter und hier
vollständiges Organversagen. Das tödlichste, was es hier gibt. Gehen wir mal noch hier rüber. Hier sind auch noch so ein paar sehr tödliche Sachen. Und damit haben wir alle Punkte ausgegeben. Und jetzt sollten die Leute anfangen, sehr schnell zu sterben. Die Leute werden jetzt sterben, wie die fliegen. Und jetzt entdecken die natürlich auch die Krankheit. Erster Todesfall in Afghanistan. Und wir haben jetzt schon mehr Leute getötet als die Pest. Das ging sehr schnell. Und jetzt schon mehr Tote als die spanische Grippe. Wir sind jetzt bei 200 Millionen. Ich spiele jetzt das Ganze mal ein bisschen langsamer ab. Und wir haben gerade mal 8 Tage gebraucht, um die Milliarde voll zu machen. Und jetzt sehen wir hier, das erhöht nochmal ein bisschen die Tödlichkeit. Ja, das erhöht nicht wirklich die Tödlichkeit. Das ist enttäuschend. Ich gehe mal nochmal nach links, mal gucken, was ich da noch so finde. China startet Arbeit an Heilmittel. Ich glaube, damit werdet ihr nicht mehr so viel Erfolg haben. Es sind in den letzten paar Tagen ein paar Milliarden Menschen gestorben und Polen beginnt zu zerfallen. Überrascht mich nicht, da über die Hälfte der Bevölkerung in Polen tot ist. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Sehr interessant, über 6/7 der Menschheit ist gestorben und trotzdem können wir aus irgendeinem Grund noch den Blick auf die Heilung richten, aber gleich, es leben gerade mal 100 Millionen Menschen und gleich werden wir die Menschheit ausgerottet haben. Keine 10 Millionen Menschen mehr. Wir haben ja noch ein paar Punkte. Entwickeln wollen wir noch ein bisschen weiter, was? Ja. Das... Wahnsinn. Nee, Wahnsinn tötet nicht. Innere Blutung. Kriege ich noch 25 Punkte zusammen? Das wäre nett. Ich fürchte nicht. Na komm. Für den Spaß entwickeln wir mal hier das noch. Warum nicht? Und es leben nur noch 10.000 Menschen auf der Erde. Und die Menschheit ist ausgelöscht. Wir haben 1368 Tage gebraucht. Das ist tatsächlich gar nicht kurz, aber man muss auch bedenken, den Großteil dieser Zeit wusste die Menschheit nicht mal, dass die Krankheit existiert hat. Damit haben wir jetzt den Virus freigeschaltet und den werden wir in der nächsten Folge spielen. Bis dann.